Dieser Ort hier, der galt lange als kaputt, als tot, als zu teuer. Ursprünglich haben wir das vorgefunden in einem ruinösen Zustand. Der Gasometer selber war der Vorratsbehälter und dann kam das Stadtgas und dann war dieser Gasometer halt eben unbrauchbar. Es gab keinen Grund mehr, Hier zu betreiben. hier zu betreiben. Bis ein Team kam, was nicht über Abriss nachdachte, sondern an ein zweites Leben. Das ist ja geil. Wahnsinn. Ein Glas Wein und ein gutes Abendessen hier oben. Der Gasometer ist sozusagen eine Ikone des Stahlbaus. Also wenn hier erfahrene Stahlbauer, Fachleute kommen, die knien fast nieder. Man sagt solchen Bauwerken nach, dass die letzte Niete eine goldene war. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Doku. Ich bin Michel und ich interessiere mich dafür, wie wir in Zukunft bauen, leben und uns fortbewegen. Und genau das will ich dir in diesem Video zeigen. Kennst du das vielleicht auch, wenn du durch die Stadt fährst, morgens im Auto oder mit der Bahn und du fährst an verlassenen Gebäuden vorbei und fragst dich, was es eigentlich mit denen auf sich hat? Genau so ein Objekt steht in Berlin-Schöneberg und da sind wir. Es ist ein Innovationscampus geworden und ich habe mich gefragt, was eigentlich zwischen der Zeitachse Lost Place und heute Innovationscampus passiert ist. Und genau das gucken wir uns heute in dem Video an. Wie kommt man denn dazu, einen Gasometer zu kaufen? Das hat mich meine Frau auch gefragt. Ich treffe hier gerade Herrn Müller und er ist der Initiator, Gründer und Vorstand von EUREF. Brauchte es damals viel Fantasie aus den Bildern und dem Status quo, den Sie hier vorgefunden haben, das zu realisieren, was es heute ist? Ja gut, also ich habe dieses Gelände innerhalb von 10 Minuten gekauft. Also den Gasometer zu kaufen ist vielleicht gar nicht so teuer, aber den zu sanieren, das sind so mal schnell 15 bis 20 Millionen los. Okay, also ist nicht für jedermann. Es gibt auch nicht mehr so viele. Wusstest du, dass in Deutschland nur noch schätzungsweise 30 Gasometer stehen? Davon sind bereits 10 umgenutzt, so wie der hier in Berlin. Viele davon stehen unter Denkmalschutz. Und es gibt auch einige, die bis heute leer stehen. Die könnten in Zukunft aber auch umgenutzt werden. Der Gasometer außen ist historisch. Sie sehen die rostige Wand, sehr schön, wie die Sonne da gerade reinfährt. Es regnet auch, wenn man so will, hier rein. Denn der Gasometer selber, das Gebäude, ist wie ein Glaszylinder in den Gasometer reingesetzt. Was war denn hier vorher? Also wir haben gerade gehört, Gasometer, Sie haben es gekauft, aber wie sah das vorher hier aus? Ja, es war ein Gelände, wo Gas produziert wurde, übrigens Steinkohle von Zeche Zollverein hier. Diese Steinkohle wurde dann vergast. Der Gasometer selber war, wenn man so will, der Vorratsbehälter, der 160.000 Kubikmeter hatte und Teile von Schöneberg einen Tag lang mit Gas versorgt. Okay. Das Volumen kann man sich ja Gigantisch. vorstellen, was das eigentlich bedeutete. Ja. Und dann kam das Stadtgas und dann war dieser Gasometer halt eben unbrauchbar, beziehungsweise es gab keinen Grund mehr, hier zu betreiben. Ja, zu betreiben. So ein Gasspeicher, wie wir ihn hier sehen, oder beziehungsweise wo wir mittendrin stehen, der war damals sinnvoll, denn damals war es noch nicht so möglich, das Gas unterirdisch mit hohem Druck zu speichern. Und deswegen hat man sich für einen Gasometer entschieden. Und was ganz spannend ist, dass dieses Grundgerüst, das Grau, die Gesamthöhe ist. Und wenn das eben gespeichert wird, dann schieben sich diese einzelnen Platten hier aus Stahl eben hoch nach oben und damit sieht man auch, wie voll so ein Tank ist von außen. Circa 75, 78 Meter hoch und jetzt können Sie sich das Gewicht vorstellen, das drückte sozusagen dann auch das Gas in das Netz. Okay, wieder raus. Wieder raus. Und das wurde jeden Tag so gemacht. Es gibt Mythen und Legenden um den Gasometer, aber welche ist Ihre favorisierte Geschichte? Man sagt solchen Bauwerken, das ist 110 Jahre alt, nach, dass die letzte Niete eine goldene war. Das heißt, die haben wir gefunden. Ja, nehmen wir mal an. Und wenn man die anfasst, ja. Na, dann hat man ja ein bisschen Gold an den Fingern. Ja, dann Sie gehen, ich reibe den Rest noch. Ja. Das soll Glück bringen. Okay. Und wie viel Wahrheit ist da dran? Das können Sie sich selber ausmalen. Dann lassen wir das so stehen an der Stelle. Danke. Danke.
Ursprünglich haben wir das vorgefunden, mehr oder weniger in einem ruinösen Zustand, ein aufgelassenes Gelände. Und wir mussten uns ja dann über die Nachordnung, Nachnutzung auch Gedanken machen. Das hier ist Herr Tüx. Und dieser Mann ist dafür verantwortlich, dass der EURUF Campus so aussieht, wie er aussieht. Denn er ist nämlich der Chefplaner des Ganzen. Es war einfach ein Paradies, ein Feld, wo man sich austoben kann. Das alleine hat mich natürlich über viele Jahre glücklich gemacht, aber auch grau gemacht. Ich sage Ihnen, tatsächlich sind natürlich nicht alles nur die schönen Seiten, dass man etwas entwirft und schwupp ist es entstanden. Herzlich willkommen im Gasometer Berlin-Schöneberg. Spüren Sie, wie das historische Industriedenkmal zu neuem Leben erwacht. Mitten in Berlin öffnet das Wahrzeichen erstmals seine Stalltore auf dem EURUF Campus Berlin. Und der Gasometer ist sozusagen eine Ikone des Stahlbaus. Also wenn hier erfahrene Stahlbauer, Fachleute kommen, die knien fast nieder. Noch besser als der Eiffelturm. Hier ist alles Design to Cost. Das ist die hochentwickelte Stahlbaukunst 1910 gewesen. Da sind Leute hingepilgert und haben sich das angeschaut. Und jetzt nicht wegklicken, sondern ein Abo am Kanal lassen und ein Like bei dieser Doku. Und ein anderes Thema sind natürlich Altlasten. Sie können sich vorstellen, ein Gaswerk hat vieles hinterlassen. Ja, absolut. Und darum muss man sich ja auch kümmern. Was hat man denn hier gefunden? Was war denn das, nennen wir es mal, Highlight? Hier soll angeblich, haben wir aber nicht gefunden, noch eine alte Lokomotive irgendwo. Vergraben sein? Ja, hier ist nämlich mal eine Lokomotive entgleist. Okay. Ja, und ja, haben wir aber nicht gefunden. Aber wir haben ansonsten alte Fundamente gefunden. Vor dem Gasometer ist so eine komische Rundung. Das ist die Lage des alten Gasometers, der im Krieg zerstört wurde. Naja, sowas hat man hier alles eben gefunden. Hast du in deinem Dorf oder deiner Stadt auch ein Lost Place oder ein Gebäude, was danach aussieht? Dann schreib's doch mal in die Kommentare und vielleicht kommen wir auch zu dir vorbei. Der Gasometer hat seine Herausforderungen aus der Stahlkonstruktion, aus dem Denkmalschutz. Er war immer für Gas produziert oder gebaut. Er war die Hülle für Gas, aber nicht für Menschen. Ja. Bei Denkmalschutz fallen mir 20 Punkte ein, die herausfordernd sind. Fenster, Gebäudehülle und so weiter. Wir haben hier viel Glas. Also wir haben ja fast 365 Grad, sind das? Ja, richtig. Und wir haben einen Sonnenschutz. Ganz, ganz wichtiges Element, dass eben die Sonne außen vorgehalten wird. Im Sommerfall. Im Winter wollen wir vielleicht passiv oder aktiv die Sonnenenergie nutzen. Also öffnen wir den Screen. Das ist ein hohes Gebäude und sie haben immer Windereignisse. Wir haben es draußen erlebt, manchmal Böen. Und schwupp fährt der Sonnenschutz hoch und führt die ganze Energieeinsparung, die wir durch das Verschatten haben, ad absurdum. Und es gibt nur ein einziges Produkt, was ich gefunden habe. Und tatsächlich ist das von Schüco, was jetzt hier verwendet wurde. Klopfen Sie mal gegen. Oh. Das ist überraschend, ja. Es ist sehr stabil. Kein und das Stoff? Ist, ja, das ist ganz wichtig. Ein Stoff würde das nicht aushalten. Wir haben hier in der Höhe eines Hochhauses natürlich Windanforderungen. Und der Sonnenschutz muss unten bleiben. Wir haben ja Glas, wir haben Vogelschutzaspekte. Sie kennen, Vogelschutz ist immer wichtiger. Kannst du alles voller Punkte machen, damit der Vogel nicht dagegen fliegt. Ja. Aber es ist auch für das Denkmal, für das Erscheinungsbild des Denkmals sehr wichtig und für die Energieeinsparung. Sie brauchen einen Sonnenschutz, um eben die Aufheizung des Gebäudes zu vermeiden. Ich fand nochmal 2 Facts, die Herr Tüx angesprochen hat, echt interessant. Und zwar einmal, wie wichtig die Fassade, also die Fensterelemente und die Jalousien für die Optik des Gebäudes sind, aber auch wie wichtig die Fenster einfach in Bezug auf die Nachhaltigkeit des Gebäudes sind. Also im Grunde genommen die Sonneneinstrahlung draußen lassen im Sommer und im Winter einfach weniger heizen zu können. Das Thema Fenster und Fassade hat mich an der ganzen Sache besonders interessiert und ich bin dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr auf den Grund gegangen. Die Fenster hier, die sind so konzipiert, dass man nachher die Materialien trennen kann und wieder in den Recyclingprozess einführen kann. Und ich dachte mir, dann rufe ich doch einfach mal den CEO Andreas Engelhardt von Schüco an und gucken, was der zu dem ganzen Thema hier sagen kann.
Hallo Andreas, ich dachte, wenn wir uns beide kennen, dann nutze ich das Ganze mal. Und ich sitze nämlich gerade im EUREF Campus in Berlin und die Fenster und Fassade kommen ja von euch hier, von Schüco. Wie macht ihr denn eigentlich aus alten Fenstern wiederum neue? Weil wir mit begrenzten Rohmaterialressourcen weltweit auskommen müssen. Also die Rohstoffe sind nicht unbegrenzt verfügbar. Deswegen müssen wir Recyclingkonzepte haben. Und das Wunderbare an unseren Maßnahmen ist, dass Recycling-Aluminium keinen qualitativen Unterschied hat zu dem Original, also Primäraluminium. Wir haben identische Materialeigenschaften. Okay, und kannst du mir irgendwie beschreiben, wie ihr das Ganze dann macht? Die alten Fenster oder auch alte Fassaden werden einfach demontiert. Wir sammeln die mit einem Partner und dann wird es sortiert. Ich sage das immer wie mit Messer und Gabel. Wir sortieren also wirklich Sorten rein und es ist tatsächlich so, das ist dann ein großes Messer, eine große Gabel, die im Prinzip die Container auffüllt und 1:1 die Wertstoffe wieder zurückführt und aufbereitet werden. Und dann werden aus diesen Aluminiumfenstern neue Bolzen gegossen, Aluminiumbolzen, und aus diesen Bolzen werden in den Fabriken auf unseren Werkzeugen neue Aluminiumprofile gepresst und aus diesen neu gepressten Profilen werden dann neue Fenster, Türen und Fassaden gefertigt und die werden dann in die neuen Bauprojekte eingebaut. In München konnten so bei einem großen Sanierungsprojekt über 2600 alte Fensterflügel ausgebaut und 43 Tonnen Aluminiumelemente zurückgewonnen werden. Das finde ich schon mal richtig beeindruckend. Auch hier auf dem EUREF Campus wurden viele Elemente von Schüco eingebaut. Hier am Gaswerk in Berlin gab es so viele unterschiedliche Aufgaben. Die neue Architektur, es gibt Innenräume zu gestalten. Es war einfach ein Paradies, ein Feld, wo man sich austoben kann. Sie müssen von der Idee dieses Projektes überzeugt sein, mit Freude daran arbeiten. Und wir brauchen auch viele Firmen, die dann ihr Beitrag dazu leisten, also gute Produkte dazu wählen. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema für uns. Und sag mal, warum ist denn jetzt eigentlich Aluminium als Werkstoff so gut geeignet? Also Aluminium ist ein echter nachhaltiger Werkstoff. Wir haben ja statische Möglichkeiten. Das Material hat ein geringes Gewicht und hat eine hohe Stabilität. Die Architekten können sich ausleben in der architektonischen Gestaltung. Es entstehen eben auch schöne Gebäude damit, schöne Fronten, schmale Ansichtsbreiten, trotzdem hohe Stabilität, auch in Spezialsituationen, Erdbebengebiete etc. Und das Allerwichtigste ist, dieser Werkstoff ist unendlich wieder recycelfähig. Also ich kann das Gebäude immer wieder sozusagen mit Messer und Gabel zerteilen, zurückführen und neue Bolzen gießen. Und aus diesen neuen Bolzen entstehen eben neue recycelte Profile. Und das macht diesen Werkstoff so einmalig. Also Andreas, das heißt jetzt ganz konkret, diese Fenster hier, die könnten dann wiederum irgendwann mal auch wieder zu neuen Fenstern werden. Habe ich das richtig verstanden? 100% geht physikalisch nicht. Du hast immer so ein bisschen Pfeffer und Salz dazwischen. Also jemand, der 100% sagt, sagt eigentlich nicht die Wahrheit, sondern es sind 99, sowieso Prozent. Und dann werden neue Fenster eingebaut. Und wir haben noch was ganz Besonderes eingeführt seit über einem Jahr. Die sogenannten IOF-Tags. IOF heißt Internet of Facade. Das sind Barcode-ähnliche Kennzeichnungen des Materials, wo alle Materialeigenschaften oder auch die gesamten Serviceleistungen, also wie oft ist das Fenster betätigt worden, wie oft ist eine Wartung notwendig, auf diesem Chip gespeichert werden und direkt sozusagen am Fenster einlesbar sind. Und damit habe ich über Jahrzehnte das Wissen, welche Qualität ist eingesetzt, welche Wartung ist notwendig und wie gut funktioniert alles. Dann erstmal vielen Dank für die Einblicke und dann sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich bei euch wieder. Bis dann. Tschüss. Ich habe mir jetzt nochmal die Frage gestellt, was hier eigentlich auf dem ganzen Areal eigentlich so wirklich passiert. Und dazu treffe ich jetzt nochmal Herrn Müller und Herrn Tüx ganz oben auf dem Gasometer. So, wir sind jetzt ganz, ganz oben, so in 78 Meter Höhe. Es öffnet sich dieses Dach. Das ist ja geil. Ach, da waren Sie noch gar nicht. Wahnsinn. Nee. Das ist ja geil. Also,
könnte mir jetzt auch nicht nur einen Podcast oder eine Doku vorstellen, sondern ein Glas Wein und ein gutes Abendessen hier oben. Das war letzte Woche hier oben beim Skat mit Frank Lüdicke, das ist der Chef der Berliner Stachelschweine. Ja. Da gab es diesen Sonnenuntergang. Traumhaft. Das ist wirklich traumhaft. Ja? Da muss man aufpassen, dass die Karten nicht wegfliegen. Ja, das glaube ich. Ist das für Sie eine Art von Blaupause? Für Gasometer in dem Sinne. Also man muss schon dazu sagen, dass die Gasometer alle doch leicht unterschiedlich sind. Man muss immer aus dem Projekt heraus entwickeln. Also ich glaube nicht, dass man grundsätzliche Architekturstrukturen immer gleich identisch kopieren und anwenden kann. Bei uns war es ja ganz wichtig, der Gasometer ist ja der zentrale Punkt des EUREF Campus. Und das konnten wir sehr gut hier umsetzen. Und dass eben die Situation hier oben auf dem Gasometer natürlich einzigartig ist. Ist klar, Sie haben das alle gesehen, die Terrasse und dieser Aussichtspunkt hier, der ja ein ganz besonderes Highlight darstellt. Ja. Und das ergibt dann eine Logik, aus der heraus wir einen Entwurf entwickeln. So muss man das sehen. Also Sie sehen es ja, ich kriege ja das Lachen kaum aus dem Gesicht. Also dieser Moment hier oben, dieses Rauskommen, der ist ja Wahnsinn. Also das ist ja auf jeden Fall gelungen, was Sie davor hatten. Ja, danke schön. So, an der Stelle kommt mein ganz persönliches Resümee. Also zum einen muss man ja ehrlicherweise sagen, ist das schon ein sehr spektakuläres Gelände. Und das haben auch Fotografen und Videografen erkannt und haben sich dieses Gelände einfach zunutze gemacht. Und dann irgendwann, muss man sagen, kamen Herr Müller und Herr Tüx und die haben das Ganze aus einer anderen Perspektive sich angeschaut und dieses Areal entwickelt. Und für mich ganz persönlich war es ein absolutes Highlight, da oben heute zu stehen und über ganz Berlin zu gucken. Jede einzelne Ecke von Berlin konnte man sehen bei fabelhaftem Wetter. Und ich freue mich, in einigen Wochen euch wieder mitzunehmen auf die nächste Doku-Reise.